wieder O-Saft ist und die Wiesen beginnt. Und ich habe letztes Jahr mein erstes Dirndl genäht. Und ja, was soll ich sagen? Eventuell hat es ein bisschen angesteckt. Und ich war vor ein paar Wochen in München und habe so ein bisschen Trendscouting bei den Dirndl-Abteilungen gemacht und habe wieder so schöne Sachen gesehen. Und in eine Sache habe ich mich besonders verliebt. Und zwar, wie man es hier auch schon sehen kann, ich liebe aktuell dunkelbraun und habe hier diesen schönen dunkelbraunen Baumwollsamt gefunden und möchte daraus mein Dirndl machen, beziehungsweise das Mieder. Wie und wo ich diese Stoffe hier in Berlin gefunden habe, da habe ich mal ein separates Video hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Denn ich lüge nicht, ich bin durch ganz Berlin gefahren, um diesen Stoff zu finden. Und wir werden jetzt mal anfangen, dieses Dirndl zu nähen, denn ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Und es wäre kein Jules Design Dirndl, wenn es nicht auch etwas Besonderes haben wird. Einerseits möchte ich gerne abnehmbare Ärmelchen haben. Flügelärmelchen, Puffärmelchen, entweder beides, eins von beiden. Ich habe mir da ein paar Sachen überlegt. Ich dachte mir, ja, so ein Dirndl mit nur einem Rock. Wie wäre der Gedanke eigentlich, wenn man den Rock austauschen kann? Und da habe ich mir auch was überlegt. Ich weiß nicht, wie ihr mich so auf Instagram verfolgt, aber ich habe 2023 den Burda Sewing Star gewonnen mit einem Zip-Off-Mantel. Also ein Mantel, den man zur Jacke kürzen kann. Und eventuell liebe ich diese Methoden und deswegen soll dieses Dirndl auch was ganz Besonderes werden. Ich werde euch natürlich auch bei meinen ganzen Nervenzusammenbrüchen mitnehmen. Zeige ich euch mal alle Facetten und alle Emotionen, die ich bei diesem Dirndl haben werde. Aber ich freue mich jetzt schon. By the way, die Stoffe sind natürlich auch alle schon gewaschen. Spaß beiseite, ich habe Rock und Futter gewaschen. Weil den Samt, den habe ich nicht gewaschen. Shame on me. Ich habe mich erstens nicht getraut und ich werde das Dirndl wenn es dreckig ist, in die Reinigung geben oder irgendwie per Hand waschen und also vor allem den Samt. Und deswegen dachte ich mir, das passt schon so. Es gibt jetzt hier tatsächlich so einen kleinen Switch. Ich werde den nicht hier ausschneiden, weil hier die Sonne richtig schön reinscheint und drüben ist sie irgendwie nicht da. Und da ich hier in der Küche auch einen großen Tisch habe, werde ich das hier machen. Ich habe meine Schnittmuster schon vorbereitet. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, weil ich zum Beispiel, damit man sich vorstellen kann, ich möchte, dass es ein bisschen höher sitzt, damit ich das ohne Dirndlbluse auch mit den Ärmelchen tragen kann. Habe noch ein, zwei andere Sachen geändert und einen Prototyp haben wir hier auch schon. Und da habe ich geguckt, was ich noch so abändern will, wie lang es werden soll. Ja, würde ich schon auch immer empfehlen, wenn man vor allem zum ersten Mal ein Dirndl näht, weil man doch manchmal so Abänderungen machen muss, beziehungsweise eigentlich fast immer. Und man kann auch gucken, wie lange man es haben will und Co. Das sind meine Teile. Und das Futter werde ich ein bisschen kleiner ausschneiden an den Öffnungen hier und hier, weil dann geht der Außenstoff ein bisschen rein und dann sieht man das Futter nicht nach außen. Ich habe zwar ein dunkelbraunes Futter genommen, aber trotzdem sieht irgendwie ein bisschen schöner aus. So, ich habe den Stoff jetzt hier mal ausgelegt und ganz wichtig bei Samt ist, dass das in Streichrichtung, also in die Richtung ausgelegt wird, dass es sich weich anfühlt und nicht gegen den Strich ist. Und dann werde ich hier meine Schnittmuster drauflegen. Ich werde es auch einzeln, denke ich, ausschneiden. Man kann es auch doppelt legen, aber samt der Streichrichtung gleich. Ich weiß nicht. Ich habe bei meinem letzten Dirndl es nämlich mit der Streichrichtung verkackt und dann war ich froh, dass ich Reststoff hatte und deswegen werde ich das alles einfach einzeln ausschneiden. Und theoretisch könnt ihr es auch auf der anderen Seite machen, aber ich mache es jetzt auf der schönen Seite und werde dann die anderen Sachen anmarkieren auf der anderen Seite, wenn es ausgeschnitten ist. Alright, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ich sag's, wie es ist. Ich gucke jetzt mal, wie ich das am besten platziere, damit wir nicht so viel Stoff hier aufbrauchen. Ich glaube, so müsste es passen.
geht jetzt irgendwie doch nicht so auf, wie ich dachte. Mir fehlen irgendwie so 2 cm oder so. Na, ich guck mal, ich klappe das auf und guck mal, wie ich das hinkriege. Ich wundere mich auch immer, warum ich Rückenschmerzen habe beim Nähen und generell. I guess here's the answer. Immerhin schneide ich nicht am Wohnzimmer. Ist ja auch schon mal was. Wenn ich genug Stoff übrig habe, fände ich so ein Stofftäschchen schon auch sehr schön. Aber darum kümmert sich mein Zukunfts-Ich. Generell so eine braune Samentasche. Oh. By the way, ich füge hier noch viel mehr unten hinzu an Nahtzugabe, weil ich ja das mit dem Reißverschluss versuchen will. Und dann dachte ich mir lieber zu viel und das am Ende abschneiden als zu wenig. Oh Gott, ich liebe die Farbe jetzt schon. Ich sag's, wie es ist. Ich muss auch sagen, mir fiel es echt schwer anzufangen, aber jetzt, wo ich angefangen habe, habe ich schon Bock drauf. Es ist manchmal so der erste Schritt, auch alles so dann irgendwie mitzufilmen. Ich gucke jetzt mal, wenn ich das hier +3, dann da irgendwie so rein. Ich habe auch so neue Nähgewichte. Sieht aus wie so eine Kordel und ich finde die richtig geil. Sind von Schlittenliebe. Ja, oh mein Gott, es klappt. Ich liebe es, wenn Sachen aufgehen. Muss auch echt lustig aussehen, wie ich hier mein Ding schneide. It is what it is. Ich muss sagen, Zuschneiden macht mir am meisten Angst, so beim Part. Also, weil da kann halt wirklich alles schief gehen. Und dass es am Ende irgendwie nicht passt und so. Und dann brauchen wir hier noch das Dreieck. Yay. So, das sind alle Stoffteile und jetzt werde ich davon noch die Bügeleinlage ausschneiden und das Futter. Dann kann ich die Bügeleinlage auf das Samt bügeln. Da werde ich aber erstmal testen, wie ich das mache, weil Samt sollte man ja eigentlich nicht bügeln, ob ich es dämpfe oder so. Den Tipp habe ich von einer Verkäuferin bekommen. So, bevor ich jetzt hier das alles, also meine Bügeleinlage ausschneide, habe ich mir ein Teststück geholt und werde das mal mit dem Dämpfen versuchen und wie der Samt dann aussieht, weil wenn das nicht klappt, dann muss ich mir nämlich Plan B überlegen. Ja. Ich glaube, der Dampf hat das ganz gut hinbekommen. Wobei. Das löst sich schon ein bisschen. Okay, dann werde ich da jetzt mal drauf bügeln. Ich weiß auch, dass es für Samt extra so Nagelbetten gibt. Oder wie heißt es so zum Bügeln. Aber das habe ich einfach nicht zu Hause. Ich bin halt nicht höchst professionell. Ich bin nur halb professionell. Ich werde aber ein Dingsbums drüber legen. Alright, I'm gonna try it. Ich weiß, das werden jetzt Profis nicht so gern haben, dass ich das mache. Okay, ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen, aber ist noch schön in der Streichrichtung, sieht noch gut aus. Und ich werde es jetzt einfach so machen. Also werde ich die Bügeleinlage ausschneiden, drauf bügeln und dann alles schön markieren, damit ich weiß, wo ich lang nähen muss. Und es hat direkt viel mehr Stand. Das ist auch eine Gewebeeinlage, die G740 oder G710. Weil es muss ja auch einen gewissen Stand haben. Also ich muss sagen, der fuselt schon ordentlich, der Samt. Aber ich schneide gerade nach und nach die Einlage zu. Und ja, theoretisch hätte man es auch so machen können, dass man erst die ganze Einlage auf den Stoff bügelt und es dann ausschneidet. Das ist natürlich am smartesten. Aber da ich schonend mit der arbeiten will und sie vielleicht auch noch für andere Projekte nutzen will, mache ich das jetzt einzeln. Die Gewebeeinlage hat tatsächlich auch Fäden und dann muss man gucken, dass das natürlich auch richtig liegt, damit das alles schön passt. Eigentlich ist es auch schlauer, wenn die Gewebeeinlage oder die Flieseline
ein paar Millimeter kleiner ist als das Stoffteil. Vielleicht schneide ich es nochmal zu, aber vielleicht auch nicht. Und lege dann einfach ein Tuch drunter zum Bügeln, damit mein Bügeleisen nicht verklebt. Yay. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir hier passend schon die Gewebeeinlage. Die Gewebeeinlage hat hier auch so Pünktchen und da ist sie glatt. Und da, wo es rau ist, ist der Klebstoff drauf. Ich schneide jetzt hier noch den Futterstoff aus und dafür nehme ich erstmal die normalen Stoffteile und danach werde ich dann noch minimal Sachen anpassen. So, ich habe jetzt hier die Futterteile und überall, wo ein Ausschnitt ist, werde ich ein bisschen was wegnehmen. Also hier, da auch ein bisschen vom Schnitt her. Dann hier habe ich was eingezeichnet. Hier, das ist der Armausschnitt. Wo habe ich es noch aufgezeichnet? Hier am Brustausschnitt, also Dekolleté. Hier am Arm. Hier auch Dekolleté. Das ist auch Arm. Genau, das würde ich jetzt noch kurz machen. Nehmen wir uns doch das mal hier vor. Da kommt auch etwas weg. Oh mein Gott, finally habe ich alle Schnittteile ausgeschnitten. Alles eigentlich zweifach, bis auf die Taschen vierfach und hier das einfach, also der Rücken. Außen zweimal immer Samt, dann Futter und Gewebeeinlage. Und ja, man unterschätzt es, aber es dauert dann doch irgendwie länger als gedacht. Aber ich bin happy und kann jetzt anfangen, die Gewebeeinlage einzubügeln und dann mit dem Nähen anfangen. Ich glaube es gar nicht. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht so richtig erzählt, was eigentlich mein Plan vom Dirndl ist. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Und zwar möchte ich ein Samtmieder haben. Vorne mit Miederhaken. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Mein erstes Dirndl war mit Reißverschluss. Und das heißt, vorne kommen dann auch so Korsettstäbchen rein, damit Stand hat. Und dann die Häkchen und auch noch dahinter so eine Samteinlage, damit man da nicht durchschauen kann. Dann habe ich erst überlegt, ob ich so, wie heißt es, ich glaube Froschgroschall, also so Groschall dran machen möchte. Das werde ich, glaube ich, spontan schauen. Zudem wird es ein bisschen höher auch, weil ich möchte, dass man darunter nicht den BH sieht. Denn eventuell werde ich dieses Dirndl auch ohne Bluse anziehen, wenn ich hier diese Ärmelchen habe. Ich plane nämlich, abnehmbare Ärmelchen noch dran zu machen. Einmal so Flügelärmelchen, finde ich sehr süß. Und eventuell, ich weiß nicht, ob es klappt, aber möchte ich eigentlich auch so Puffärmelchen haben. Ob man die dann wirklich auch abmachen kann mit diesem, ich habe mir so ein Druckknopfband gekauft, werden wir sehen. Aber ich möchte das Dirndl an sich auch so haben, dass ich eine Bluse drunter tragen kann, weil ich das doch einfach schon noch am schönsten finde, so klassisch mit einer Bluse drunter. Genau, dann kommen wir zum Rock. Der Rock wird auch also auch braun, aber so 1, 2 Farben heller. Und unten möchte ich dann mit diesem Samt, wovon ich ja 2 Meter gekauft habe, möchte ich noch so einen Samtsaum haben. Genau, ansonsten eigentlich relativ schlicht. Ich hatte auch überlegt, ob ich Paspelnähte einnähe, hier zum Beispiel, aber dann dachte ich mir, wenn ich dann die Ärmelchen habe, dann hat man da irgendwie so einen Cut. Finde ich auch nicht so schön. Ansonsten hinten habe ich auch erst überlegt, mit einer anderen Farbe zu arbeiten. Aber ich glaube, das Samt spricht für sich und dann kann ich auch ein bisschen mehr mit den Schürzen einfach arbeiten. Was habe ich noch geplant? Ja, ich habe geplant, dass man das absippen kann. Da werde ich mir nochmal meinen Mantel genau anschauen, den man absippen kann. Man hätte auch einen Zweiteiler machen können, aber ich wollte ja ein Dirndl und dann verrutscht auch nichts. Und ich mag die Variante mit dem Reißverschluss eigentlich ganz gern. Wichtig auch, ich werde seitlich auch Nahtzugabe einfügen, damit ich es auch erweitern kann. Dann muss ich zwar den Reißverschluss irgendwie austauschen eventuell oder rausnehmen, aber das wird ja das kleinere Übel dann sein. Ich hoffe, man kann sich das alles so vorstellen.
Und eventuell ist es dann auch möglich, dass ich das Mieder alleine anziehen kann. Finde ich auch sehr süß. Wenn ich dann zum Beispiel nur die Puffärmelchen dran mache oder so, dann habe ich ein richtig schönes Oberteil. Also ich habe oft immer Pläne und dann wird sich, also bei mir ändert sich auch während dem Nähen super viel. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich hoffe, dass es alles so klappt. Man investiert ja dann doch schon auch immer Geld in den Stoff. Das mit dem Prototyp sollte eigentlich ganz gut passen und ich habe ja letztes Jahr schon eins genäht, das hat auch super gepasst. So, ich dachte mir, ich bügel die Bügeleinlage jetzt einfach im Sitzen ein, weil es praktisch und ich kann nebenbei fernschauen. Ja, das wird jetzt meine Abendbeschäftigung hier, ein bisschen weitermachen. Ich habe mir auch schon ein Baumwolltuch geholt, das werde ich drunter legen und auch eins drüber legen. So verklebt dann mein Bügelbrett auch nicht mit der Bügeleinlage. Jetzt lege ich das so drauf und dann bügele ich das schön. Oh, es tropft durch. Das kühlt man dann aus und ich werde auf jeden Fall das bei allen Teilen jetzt so machen. Ich habe hier alle meine Schnittteile und werde die jetzt hier oder habe die hier schon fleißig markiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht, damit ich einfach weiß, wo ich lang nähen muss. Einfach so eine Hilfe, wie viel Nahtzugabe ich habe etc. Und das werde ich mit den anderen Teilen jetzt auch einfach weitermachen. Man nehme sich hier das Teil, unser Schnittmuster, und dann pause ich die wichtigsten Sachen ab. So. Auch die Zwickerl, also die Markierungen übertrage ich. Hilft dann einfach ein bisschen beim Nähen. Man merkt jetzt schon, wo der Samt gebügelt ist, dass er empfindlicher ist, was so Drucksachen angeht. Gut, kann ich nicht ändern. Ich brauchte diese Einlage und ich habe sie auch nur mit Dämpfen probiert und es wurde nichts. So, es ist ein neuer Tag und wir werden jetzt damit anfangen, das Mieder zu nähen. Dafür habe ich mir hier das Hinterteil geschnappt und die anderen zwei Hinterteile. Und jetzt werde ich das hier schön in der Naht zusammennähen. Wie gesagt, man kann in diese Naht auch eine Paspel einnähen. Das ist bei den meisten Dirndln auch so. Aber ich möchte ja ein schlichtes Oberteil, deswegen nähe ich direkt einfach die Nähte zusammen. So, hier haben wir einfach das Rückenteil und die eine Seite. Und dann werde ich mich jetzt hier einfach an die Markierungen halten. Knips auf Knips. So, und dann nähe ich hier einfach direkt mal lang. Leute, ich habe gerade einfach so Panik bekommen, weil mein Untertransporteur, der den Stoff gleitet, nicht funktioniert. Und ich habe gerade schon YouTube-Videos angeguckt und alles Mögliche. Ich war so, nein, ich kann die Nähmaschine jetzt nicht abgeben. Ich muss hier mein Dirndl nähen. Dann habe ich jetzt einfach da angerufen, wo ich meine Nähmaschine gekauft habe und Top-Service. Vor allem habe ich die halt in meiner Heimat gekauft. Die kann ich ja nicht mal eben so mit runternehmen. Und er hat mir weitergeholfen. Es war nur ein kleines Problem. Wirklich, ich dachte, ich muss da jetzt schon. Ich habe hier Stichplatte abgemacht, alle möglichen Werkzeuge geholt. Oh, ich bin gerade froh. Vor allem kennt ihr das, wenn ihr so einen Plan macht und dann kommt euch irgendwas dazwischen und ich denke mir so, nein, ich will das Dirndl jetzt heute nähen. So, wir haben alles gefixt und können endlich anfangen zu nähen. Ich glaube so gar nicht. Hier in der Rundung
Einfach immer gucken, dass alles aufeinander passt und mitdrehen. So, und dann haben wir hier eine schöne Rundung für den Rücken. Hier, das bügeln wir jetzt so auseinander, ganz vorsichtig. Und dann wird noch die andere Seite hier eingenäht. So, ich habe jetzt hier einzelne Teile und ich habe eine Seite schon mal zusammengenäht. So ist auf der anderen Seite immer schön auseinanderbügeln. Fangen wir an. Ich nehme jetzt erstmal hier die beiden Seiten und die gehören zusammen. Hier schneide ich ein paar rein, damit das gerade ist. Wir nehmen hier die 2 Notches, die wir haben, stecken die zusammen und dann nähen wir hier einmal lang. Dann gehen wir einmal zum Bügeln über, schneiden hier in der Rundung seine Sachen ein, damit das dann auch schön fällt. Ist eigentlich auch schlau, wenn ihr jetzt so ein wie sagt man, so ein Bügelei habt. Ist eigentlich am smartesten. Schön. Alright, dann schnappen wir uns hier die beiden Sachen und nähen jetzt hier die gerade Seite dran. Hier. Dann haben wir hier den Clips und hier haben wir den Punkt. Stechen hier durch. Weil wir nähen jetzt hier runter bis zum Punkt. Wir können jetzt hier erstmal bis zum Punkt einschneiden. Hier. Dann bügeln wir das hier auf. Und da können wir ein bisschen was von abschneiden. Hier haben wir einen Notch. Und der muss jetzt genau den Punkt von uns treffen. Weil hier ist der Punkt. So. Genau an den Punkt müssen wir nämlich rüberziehen. Und dann nehmen wir da runter an den Punkt, so. Und dann sieht das so aus wie hier. Et voilà, schaut euch mal an, wie gut das ist. Und jetzt wird es einfach nur noch eingeschnitten und gebügelt. Geil! Ich brauche eine kleine Pause. Ich habe heute gefühlt noch nichts gegessen und ich merke schon, dass ich hungry werde und das wird dann nichts. Deswegen, ich bin meistens immer so ehrgeizig, dass ich dann auch immer direkt das alles fertig nehmen will. Aber ich habe gemerkt, dass Pausen wichtig sind. Deswegen werde ich mir jetzt was kochen. Und ich habe gerade auch die Phase, weil ich hungry bin, unterzuckert und Hunger habe. Ich nehme mir mal so große Projekte vor und dann denke ich mir mal, währenddessen sowas schaffe ich das überhaupt? Weil ich habe es aber auch nicht, also ich habe mir das halt alles selbst beigebracht. Und man lernt auch immer dazu, vor allem wenn man irgendwie Herausforderungen hat, dann lernt man auch aus Fehlern. Und bisher, also meine Kleidung, das klappt alles immer schon, aber dazwischen hat man so viele Nervenzusammenbrüche. Und was ich gerade merke, ich designe gerne und hätte gerne direkt das Endstück. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und ich mag dieses Ungewisse nicht, dass man die ganze Zeit Sachen, also man näht die ganze Zeit und man weiß ja eigentlich erst am Ende oder so gefühlt kurz vorher, ob das alles zusammenpasst. Klar macht man zwischendurch Fittings, passt das Schnittmuster an, aber ob das alles am Ende 100% sitzt, weiß ich dann erst, wenn es wieder fertig ist. Und dann denke ich mir immer so, boah, warum will ich noch so viele Add-ons dazu machen und
reicht nicht einfach normales Dirndl und dann denke ich aber so, boah, wenn ich es jetzt aber mache, dann mache ich auch was Besonderes. Ja, jetzt werde ich mir erstmal zu essen machen. Wie man sieht, habe ich hier ein bisschen Location gewechselt, denn hier ist es irgendwie gerade einfach heller und manchmal brauche ich auch einen Location-Wechsel und ich nähe jetzt das Futter zusammen und das franzt nicht so aus wie das andere. Deswegen ja, ich werde jetzt die gleichen Steps machen wie beim Außenstoff auch und dann ist alles zusammengenäht und dann können wir Futter und Außenstoff zusammenführen. Ich habe mich dazu entschieden, mal eben kurz rauszugehen, weil ich heute gefühlt noch gar keine Schritte gesammelt habe. Und die Sonne scheint so schön, wer weiß, wie lange das hier noch so andauern wird. Und ich bin auch tatsächlich noch nicht so weit gekommen, wie ich dachte. Aber das ist eigentlich auch völlig okay, solange am Ende alles funktioniert. Und mir fehlen schon noch ein paar Steps. Mein Plan ist, Futter und Außenstoff heute noch zu verbinden. Dann diese Druckknöpfe in den Ärmel einzunähen. Ich muss auch mal gucken, weil der Samt verzieht sich so ein bisschen, ob ich da nicht nochmal eine Gewebeeinlage einfüge. Ich glaube, ich schreibe mir jetzt mal die nächsten Steps auf, weil ich muss immer Sachen aufschreiben, dann sind sie aus meinem Hirn und dann kann ich es nach und nach abarbeiten. Deswegen, ich werde jetzt hier durch den Park laufen, mich in die Sonne setzen, ein bisschen Vitamin D tanken und die Steps aufschreiben und vielleicht lese ich auch noch ein paar Seiten. Ich will mal wieder ein bisschen mehr lesen. Also hier kann man richtig schön liegen und auf der anderen Seite gibt es einfach ein Ziegengehege. Ups, hier geht es immer gut ab. Und manchmal komme ich einfach vorbei und schaue mir die Ziegen an. Voll viele von denen sind auch, glaube ich, Preggo. Da müssten bald mal Babys kommen. Richtig süß. Ja, was soll ich sagen? Eventuell ist hier ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit. Wir haben 1-2 Tage später und ich war ja dabei, das Futter anzunähen. Und dann habe ich es gefittet und ich habe gemerkt, dass es mir nicht gefällt, dass ich es in Streichrichtung ausgeschnitten habe, weil man super viel sieht und das Korsett einem irgendwie nichts verzeiht und der Stoff auch nicht und die Gewebeeinlage auch nicht gereicht hat, die ich für letztes Jahr genommen habe, für mein anderes Dirndl, da hat es völlig ausgereicht. Und dann war ich echt so ein bisschen verzweifelt. Ich habe gesagt, Option A, entweder ich mache das jetzt fertig und weiter und dann sehe ich aber sozusagen das die ganze Zeit und es wird nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ich ändere das jetzt und mache das perfekte Oberteil draus. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, ich mache mir jetzt die Arbeit und ich habe ja genug Stoff. Und ich habe jetzt so ewig den perfekten Stoff gesucht und habe gesagt, ich schneide es jetzt einfach nochmal aus. In dem Moment habe ich wirklich alles in Frage gestellt. Ich habe dann gesagt, ich schlafe eine Nacht drüber und gucke, ob ich es morgen immer noch so fühle. Wenn ich es auch mit Tageslicht sehe. Wie komme ich darauf? Warum schneide ich den Samt nicht richtig zu? Und ich habe mich doch informiert und da hieß es immer, Samt in Streichrichtung zuschneiden. Und dann habe ich mich daran erinnert, die Samtdirndl, die ich anhatte, die waren alle gegen den Strich geschnitten. Und dadurch hat man halt auch eine viel sattere Farbe. Und es ist Geschmackssache, weil manchen gefällt es auch einfach so. Schaut mal, hier sieht man es ganz gut. Es changiert sehr und man sieht doch einiges. Das ist jetzt mit Streichrichtung. Wenn das liegt, dann sieht es schön aus. Aber schaut mal, wie schön braunsatt das wirkt mit der anderen, also gegenüberliegenden Seite. Und dann war das halt jetzt Lehrgeld und kann passieren. Ich lerne draus und will euch einfach auch mal die Seiten zeigen, auch selbst in der Modeindustrie, wie viele Samples es da gibt, bis das finale Produkt eigentlich mal fertig ist. Und das war halt in dem Fall jetzt auch einfach so. It is what it is. Ja, deswegen habe ich gestern neu gestartet, in dem Sinne, dass ich die Schnittteile ausgeschnitten habe, in die entgegengesetzte Richtung und es zusammengenäht habe und dann einfach das Futter zusammengenäht habe. Und Leute,
Ich bin so weit, dass vorne und hinten zusammengenäht ist. Und, also ich habe einfach nur sozusagen hier das Futter reingenäht, hier auch auf der anderen Seite. Und dann habe ich das hier verbunden. Und ich habe hier Druckknöpfe eingenäht an die Ränder. Das habe ich gemacht, bevor ich das Futter eingenäht habe, denn ich will ja versuchen, dass ich abnehmbare Ärmchen dran mache. Wirklich manchmal höhere Mathematik oder so richtig logisches Denkvermögen braucht man zum Nähen, weil du musst ja überlegen, welche Steps machst du wann, und ist ja logisch, dass ich erst die Druckknopfleiste annähen muss, bevor ich das Futter annähe an den Außenstoff, weil sonst kann ich es ja nicht mal machen. Das war auch so ein Learning, da habe ich auch jetzt erstmal wieder aufgetrennt davor. Aber ich bin so happy, mein erstes richtiges Erfolgserlebnis. Und ich habe die Gewebeeinlage G700 genommen, habe es vorne auch tatsächlich doppelt verstärkt. Muss man, glaube ich, nicht machen. Vorne ist ziemlich fest, hinten habe ich es nicht gemacht, damit ich einen beweglichen Rücken habe. Aber ja, ich bin happy, es hat sich gelohnt. Auch jetzt, es ist so schön dunkelbraun, man sieht voll. Ich war auch erstmal nur so, bin ich dumm, habe ich es falsch gemacht, aber dann bin ich ja nochmal in den Laden, um die Gewebeeinlage zu kaufen. Und die Verkäuferin, die ist auch alles gelernt hat, meinte auch nur so, nee, ich hätte das auch erstmal so zugeschnitten, weil sie es so gelernt hat. Und manchmal tut es voll gut, sowas zu hören, weil man sich so denkt, okay, ich habe es nicht falsch gemacht, das ist einfach Geschmackssache. Ja, next step ist tatsächlich, dass ich die Seiten zusammenstecke und nähe und dann den Reißverschluss einnähe. Und das muss ich mir nochmal bei meinem Sewing Star Mantel anschauen. Ja, first step aber erstmal die Nähte zusammen machen. Und ich glaube, ich werde es auch so machen, dass so in einem zusammennähe, weil dann kann ich das umklappen. Und ich lasse auch noch 2 cm Nahtzugabe da, weil wenn ich wirklich mal rauswachsen sollte, dann kann ich das noch anpassen. Wäre ja schade, wenn es dann nicht mehr passen sollte. Genau. Es ist die erste richtige Anprobe und habe hier mal alles zusammengesteckt, auch hier oben. Und es sitzt so gut und fest. Oh mein Gott, es war eine gute Entscheidung, es nochmal auszuschneiden. So, der Reißverschluss ist finally eingearbeitet. Ich habe das alles noch nicht so gebügelt. Aber here it is und da kommt dann das Gegenstück dran. Und jetzt habe ich das hier mal abgesteckt. Da kommt doch noch einiges vorne ab. Und ich habe jetzt gerade mal überlegt, wie ich das Ganze mache. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich das so umklappe auf beiden Seiten. Hier, weil ich möchte ja Miederhaken haben, hier wird so ein Gegenteil, also Gegenstück gelegt, damit man die Haut nicht sieht, wenn die Haken zugehen. Und das werde ich jetzt erstmal annähen und dann, glaube ich, schneide ich das alles ab, wenn ich weiß, es passt, und dann versäubere ich das mit einem Schrägband einfach, weil dann sieht das innen alles schön sauber aus. Ja, was soll ich sagen? Es ist fertig. Oh mein Gott. Und es passt so gut. Ich habe hier jetzt gestern Abend per Hand noch die ganzen Miederhäkchen eingenäht per Hand. Habe währenddessen Netflix geschaut. Hat bestimmt so eine Stunde gedauert, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Weil ich auch will, dass sie fest sind. Die müssen schon einiges aushalten. Und das Coole ist halt, ich kann es halt auch einfach jetzt so tragen oder dann halt die Röcke dran klipsen oder zippen. Ich liebe es doch komplett. Ach, schön, oh mein Gott. Ich liebe die Farbe auch. Also ich hatte zwischenzeitlich echt so ein paar Durchhänger, aber es hat sich gelohnt. Und im nächsten Video nähen wir das Dirndl fertig mit dem Rock und die Schürzen. Also folgt gerne rein, um nichts zu verpassen. Bye, bye!